Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now Peter encourages the Christians to be compassionate to foreigners without complaining. Nun ermutigt Petrus die Christen in Vers 9, seid barmherzig zu den Fremdlingen, ohne zu klagen. A Christian must never have any racial tendencies. Ein Christ darf niemals irgendwelche rassistischen Tendenzen haben. I've met a lot of Christians who don't like foreigners. Ich habe schon viele Christen getroffen, die keine Ausländer mögen. I have an incredible revelation for you that helped me a lot. Ich habe eine wunderbare Offenbarung für dich, die mir sehr geholfen hat. And here it is. Hier ist sie. Everybody is a foreigner. Jeder ist ein Ausländer. Just depends on which country you are in. Es kommt nur darauf an, in welchem Land er sich gerade befindet. Some people who don't like foreigners, when they travel to another country, they want to be received well. Einige Leute, die keine Ausländer mögen, wollen, wenn sie in ein anderes Land reisen, gut empfangen werden. It's really, really sad. Das ist wirklich sehr traurig. Because the Bible is very clear, we are supposed to love all people, not only the ones that are close to us. Denn die Bibel sagt ganz klar, dass wir alle Menschen lieben sollen, nicht nur diejenigen, die uns nahestehen. It's interesting how the apostle, I believe Paul, puts that in Hebrews. Es ist interessant, wie es der Apostel Paulus im Hebräerbrief ausdrückt. He says we should be hospitable because we might have had an angel staying at our house. Er sagt, dass wir gastfreundlich sein sollen, weil wir vielleicht schon einen Engel in unserem Haus zu Gast hatten. Many times people do open their homes, but they do it very much complaining. Oftmals öffnen die Menschen ihre Häuser, aber sie beschweren sich sehr. But here the Bible says we should be very hospitable to everybody and not complain about it. Doch hier sagt die Bibel, dass wir sehr gastfreundlich zu jedermann sein und uns nicht darüber beschweren sollen. Verse 10. Vers 10. Every believer has received grace gifts. Jeder Gläubige hat Gnadengaben erhalten. So use them to serve one another as faithful stewards of the many-colored tapestry of God's grace. Setzt sie also ein, um einander als treuer Verwalter des vielfarbigen Wandteppichs der Gnade Gottes zu dienen. Now, it's really interesting. The word that the Bible here actually uses in the ritual, it means to be a steward. Es ist wirklich interessant, dass die Bibel hier im Original das Wort Verwalter sein benutzt. And that's what the Passion says you do, faithful steward. Und genau das ist es, was laut der Passion du tun sollst. Ein treuer Verwalter sein. And let me remind you Ich möchte dich daran erinnern, that you are not the owner of your grace gifts. dass du nicht der Besitzer deiner Gnadengaben bist. You are not the owner of your talents. Du bist nicht der Besitzer deiner Talente. I think this is something that we have to teach very strongly. Ich denke, das ist etwas, das wir mit Nachdruck lehren müssen. Let me explain to you why. Ich erkläre dir warum. Whatever gift you have, whatever talent you have been given, Welche Gabe du auch immer hast, welches Talent dir auch gegeben wurde, it's not yours. es gehört nicht dir. It's been given to you. Es ist dir gegeben worden. That means you are the steward and you're never the owner. Das bedeutet, dass du der Verwalter bist und niemals der Besitzer. So let's imagine you have been given the grace gift or the talent of singing. Stell dir also vor, du hast die Gnadengabe oder das Talent zum Singen erhalten. You're not supposed to use it for your self-and-selfish purpose. Du sollst es nicht für dich und deine egoistischen Zwecke nutzen. If we would take this serious, Wenn wir das ernst nehmen würden, we would never think of using our gifts and talents the way we would like to use them. kämen wir nie auf die Idee, unsere Gaben und Talente so zu nutzen, wie wir es gerne hätten, But we would rather use them the way we know we are great stewards sondern wir würden sie lieber so einsetzen, dass wir uns als gute Verwalter erweisen, and one day we have to answer before God what we did with those talents. denn eines Tages müssen wir uns vor Gott verantworten, was wir mit diesen Talenten gemacht haben. How can I know I'm actually stewarding my gifts and my talents well? Wie erkennt man, dass man seine Gaben und Talente gut verwaltet? It's one thing to say we have to be a good steward of our talents. Es ist eine Sache zu sagen, dass man seine Talente gut verwalten soll. But how? How do I know I stewarded well? Aber woher weiß man, dass man sie gut verwaltet? It's not hard. Das ist nicht schwer. Look, Schau, every believer has received grace gifts. jeder Gläubige hat Gnadengaben erhalten.
So use them to serve one another. Setze sie also ein, um einander zu dienen. It's really, really interesting. I personally have come to love that idea of one another. Es ist wirklich sehr interessant. Ich persönlich liebe den Begriff einander dienen. Because this is such a powerful truth throughout the entire New Testament. Weil diese kraftvolle Wahrheit sich wie ein roter Faden durch das gesamte Neue Testament zieht. Because once we understand that Christianity is all about community and not about selfishness, Denn sobald wir verstanden haben, dass es im Christentum um Gemeinschaft und nicht um Egoismus geht, now whatever grace gift God has given me, it's never for me. ist die Gnadengabe, die Gott mir gegeben hat, nicht mehr für mich bestimmt. It's not so that I can stand on the stage and look great. Es geht nicht darum, dass ich auf der Bühne stehe und groß rauskomme. It's not so that I can stand on the stage and sing and everybody applauds what a beautiful voice I have. Es geht nicht darum, dass ich auf der Bühne stehe, singe und alle applaudieren, was für eine schöne Stimme ich habe. It's not so I can share with others and people say, what a revelation. Es geht nicht darum, dass ich etwas mit anderen teile und die Leute sagen, was für eine Offenbarung. So let me tell you very clearly. Ich will dir ganz klar sagen, According to this statement of the Apostle Peter, laut dieser Aussage des Apostels Petrus the only way any of the gifts that God has given us is stewarded well, ist der einzige Weg, mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, gut umzugehen. and the Greek word for grace gift is charisma, by the way. Das griechische Wort für Gnadengabe ist übrigens Charisma. So the only way it is used well if I use it to serve other people with it. Der einzige Weg, sie gut zu verwalten, wenn ich sie dazu benutze, um anderen Menschen zu dienen. So if I use it to make myself look great, I'm a bad steward. Wenn ich sie also benutze, um mich selbst toll aussehen zu lassen, bin ich ein schlechter Verwalter. If I use it for others, I'm a great steward. Wenn ich sie für andere einsetze, bin ich ein guter Verwalter. Many, many, many times. Viele, viele, viele Male. When I was just tired, I wanted nothing else, just a bed. Wenn ich einfach nur müde war, nichts anderes wollte, als ins Bett zu gehen, Because I've been serving people the whole day. weil ich den ganzen Tag Menschen gedient hatte. And then other people came and they needed part of what I had. Und dann andere Menschen kamen und einen Teil von dem brauchten, was ich hatte, You know, the grace gift that God has given me. von den Gnadengaben, die Gott mir gegeben hat. And I just didn't want to see anybody anymore. Und ich wollte einfach niemanden mehr sehen. I reminded myself Dann erinnerte ich mich daran, that the grace gift has to be stewarded to serve others, never for myself to look good. dass die Gnadengaben dazu da sind, anderen zu dienen und niemals, um mich selbst gut aussehen zu lassen. And I like how Peter says, or how the Passion actually says, Mir gefällt, wie Petrus sagt, oder wie es eigentlich in der Passion heißt, that we must be faithful stewards of the many-colored tapestry of God's grace. dass wir treue Verwalter des vielfarbigen Wandteppichs der Gnade Gottes sein müssen. Maybe you think that's a little far-fetched and a little picturesque, Vielleicht denkst du, das ist ein bisschen weit hergeholt und ein bisschen zu malerisch, but it's not. aber das ist es nicht. The word that's used in the original Greek, it literally means the various colors of God's grace. Das Wort, das hier im griechischen Original verwendet wird, bedeutet wörtlich die verschiedenen Farben der Gnade Gottes. That's the original Greek. So heißt es im griechischen Original. So whatever color you have, Egal welche Farbe du hast, it's not for yourself. verwende sie nicht für dich, Always to use it for others. sondern immer für andere. See you tomorrow. Bis morgen!